Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es eine Review zu einem der wohl unbekanntesten Tokusatsu-Produktionen. Diesmal sprechen wir über den ersten Teil der sogenannten Daimajin-Trilogie von 1966. Mit Daimajin kreierten die Dai Studios einen ungewöhnlichen Film des Genres, denn dieser spielt im kaiserlichen Japan, in dem ein Gott der Rache für Gerechtigkeit sorgt. In den Hauptrollen sehen wir Miwa Takahata als Kosasa Hanabusa, Yoshihiko Kiko Aoyama als Tadafumi Hanabusa, Jun Fujimaki als Kogenta und Chikara Hashimoto als Daimajin. Hinter der Kamera führte Kimiyoshi Yasuda die Regie, Yoshiyuki Kurada leitete die Spezialeffekte, Masaichi Nagata produzierte den Film und Akira Ifukube komponierte die Musik. Die Geschichte beginnt im mittelalterlichen Japan. Die Familie Hanabusa regiert ihr Reich mit Stolz und Anmut und die Bevölkerung akzeptiert und respektiert sie. Doch eines Tages wird der Herrscher Hanabusa und sein Regierungsapparat von Samanosuke Odate getötet und gestürzt. Einzig allein seine Kinder Prinz Tadafumi und Prinzessin Kosasa können mit Hilfe ihres Leibwächters Kogenta in die Berge fliehen. Dort soll laut einer Legende der Kriegsgott Daimajin ruhen und über das Haus Hanabusa wachen. Eine alte Priesterin hilft den dreien bei der Flucht und so vergehen die Jahre. Der neue Herrscher Odate quält und unterdrückt in all den Jahren sein Volk. Prinz Tadafumi, der nur ein junger Mann ist, schmiedet mit Kogenta Pläne zum Umsturz und die Rückeroberung seines familiären Throns. Kogenta soll im Reich Verbündete suchen, doch er wird erkannt und gefangen genommen. Tadafumi will ihn retten kommen und auch er wird geschnappt. Beide sollen öffentlich hingerichtet werden. Die Priesterin versucht vergeblich ein letztes Mal den Schurken Odate zur Einsicht zu bringen, doch dieser tötet sie. Mit ihren letzten Kräften warnt sie vor der Rache des Kriegsgottes Daimajin. Odate ist sich nicht sicher, was es mit der Legende auf sich hat und will die Statue in den Bergen, wo sie die Familie Hanabusa auffällt, zerstören. Seine Truppen erreichen den Ort und beginnen ihr Werk. Doch als sie einen Meißel in den Kopf der Statue schlagen, tropft Blut heraus und kurz danach öffnet sich die Erde und alle Angreifer werden von ihr verschlungen. Durch die Tränen von Prinzessin Kosasa erwacht schließlich der Daimajin und macht sich auf den Weg, um Tadafumi zu retten. Tyrann Odate ist entsetzt. Der sagenhafte Kriegsgott existiert tatsächlich. Er befreit Tadafumi und tötet alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er nimmt auf nichts Rücksicht, bis er Odate zu Fall gebracht hat. Dieser versucht sich mit allen Mitteln zu wehren, doch es bringt nichts. Der Tyrann wird ohne Gnade zur Strecke gebracht. Der Kriegsgott kann letztlich durch Demut wieder zum Rückzug bewegt werden und wacht erneut in der steinernen Statue über sein Reich. Nun zu meiner Bewertung. Die Handlung entwickelt sich von einem klassischen und langsam in Schwung kommenden Samurai-Drama hin zu einer Mischung aus Märchen und Tokusatsu-Film, wobei die Rache des Götzenbildes Daimajin als absoluter Höhepunkt dient. 9 Gs. Der Film verfügt über authentische Kostüme und beeindruckende Miniaturen. Der Auftritt Daimajins mitsamt den Zerstörungsszenen ist für diese Zeit absolut überzeugend. Die Liebe zum Detail verleiht der Welt Glaubwürdigkeit und macht die Effekte zeitlos. 10 Gs. Akira Ifukubes Musik ist wuchtig, unheilvoll und hat zugleich folkloristische Zwischentöne. Das passt perfekt zur mythischen Atmosphäre. Gerade die Passagen beim Erwachen Daimajins bleiben lange im Gedächtnis. Diese Musik trägt wesentlich dazu bei, die göttliche Präsenz fast körperlich zu spüren. 10 Gs. Die menschlichen Auseinandersetzungen sind solide, aber unspektakulär. Das Finale mit Daimajin ist jedoch imposant und entschädigt alles.
Der Kontrast zwischen einer Sengoku-Fehde und der göttlichen Vergeltung verstärkt die Wucht der letzten Szenen. Besonders eindrucksvoll ist, wie Daimajin als übermächtige Kraft dargestellt wird, gegen die jeder Widerstand hoffnungslos wirkt. 8 Gs. Der Film hat einen langsamen Aufbau, der in einem gewaltigen Finale endet. Gerade weil der Film das Übernatürliche lange hinauszögert, entfaltet Daimajins Auftritt eine fast schockartige Kraft. Der Rhythmus des Erzählens spiegelt damit selber das Erwachen der Gottheit wider. Erst Ruhe und dann ein gewaltiger Ausbruch. 8 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 45 Gs. Die Handlung im mittelalterlichen Japan finde ich passend für einen Rachegott gewählt. Auch die Charaktere sind sehr gut ausgearbeitet. Es ist bewusst ein simples Gut gegen Böse Schema zu sehen, was auch irgendwo für Genugtuung sorgt. Für die Locations hat sich das Team richtig viel Mühe gegeben. Die Aufnahmen in der Natur sind einfach nur schön. 10 Gs. Die Effekte sind die überraschende Stärke des Films. Tolle, detaillierte Modellbauten und Sets sowie super interessante Kameraperspektiven machen dieses Werk zu einem Genuss. 10 Gs. Akira Ifukube hatte nicht nur für die Toho-Musik komponiert, sondern auch für die Dai-Studios. Sein Daimajin-Thema ist wunderbar kraftvoll und verleiht dem Kriegsgott die benötigte Schwere. 10 Gs. Kämpfe gibt es hier nur zwischen den Daimajin und den Menschen, doch diese sind brutal und flott geschnitten. So muss das sein. 10 Gs. Die ersten 2 Akte drehen sich um die Familie Hanabusa und deren Überlebenskampf ihrer selbst und der Bevölkerung. Im finalen Akt erscheint dann der Daimajin. Es hätte jedoch an manchen Stellen etwas schneller vorwärts gehen können. 9 Gs. Damit komme ich auf 49 von 50 Gs. Zusammen mit Max seiner Bewertung kommen wir auf insgesamt auf 47 von 50 Gs. Mit dem ersten Teil der Daimajin-Trilogie hat die DA einen der interessantesten und tollsten Filme der Showa-Ära geschaffen. Eine simple Geschichte, deren Botschaft dem Zuschauer gut rübergebracht wird, sowie atemberaubende Effekte, die sich auf gar keinen Fall hinter Tohos Eiji Tsuburaya verstecken müssen. Eine kleine Perle des Keijo Eiga. Dieser Stil wird Gott sei Dank in den 2 folgenden Teilen weitergeführt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.